Guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie heute recht herzlich zu unserem zweiten Experten-Talk. Das Thema ist heute Führung im digitalen Zeitalter. Engelbert, ich freue mich, dich heute dazu ein wenig interviewen zu dürfen. Danke für die Einladung, ich freue mich aufs Gespräch. Engelbert, das Thema Führung geistert im Moment durch aller Munde. Hilf uns ein bisschen zu verstehen, warum gerade jetzt? Das liegt daran, dass wir offensichtlich einen Mangel an Führung wahrnehmen. Und das liegt daran, dass die Komplexität und die Erfordernisse Richtung Führung aus der zweiten Seite der Medaille, aus den Organisation und Führungen, dass wir da Anforderungen haben, die wir in der Historie nicht hatten, die daher kommen, dass wir extrem viel mehr Innovation einerseits und Skaleneffekte auf der anderen Seite zur selben Zeit liefern müssen. Wir sprechen von, die Amerikaner nennen es ambidextre Organisation, wir bei uns nennen es beidhirnige Organisation. Das heißt, wir müssen einerseits eine Organisation hinbekommen dessen, was wir sagen Exploration nennen, also Erkundung von Neuen, und Exploitation, das heißt die Bewirtschaftung durch Skaleneffekte von Bekannten. Und das ist die große Komplexität. Sehr schön, das ist ja schon mal eine gute Einleitung dazu. Du sprichst in der Historie ja auch immer viel von dem Thema Digital Hangover. Genau. Also Digital Hangover ist jetzt etwas, woran wir merken, dass insbesondere die auf Skaleneffekte fokussierten Organisationen, die gewöhnt sind, durch starke Planungsrituale in bekannten Nischen sich zu bewegen, dass die jetzt große, ich würde mal sagen, erste Schwierigkeiten zeigen, mit den Resultaten der ersten Welle von Digitalisierung umzugehen, weil sie in klassischen Prozessen gefangen Digitalisierung genutzt haben, um in erster Linie bekannte Prozesse zu beschleunigen, zu automatisieren, wo sie noch nicht aufgemacht haben, tatsächlich komplett neue Geschäftsmodelle zu erfinden. Und das möchte ich ein bisschen erklären. Wenn eine Organisation gegründet wird, dann haben Sie immer eine Situation, du kennst das von unseren Startups, wo ein Gründer explorativ unterwegs ist. Der probiert wahnsinnig viel aus, der darf forschen. Da habe ich eine Kultur der Exploration, das heißt, alles ist im Wesentlichen erlaubt, bis zu dem Moment, dass eine Nische gefunden wird, die tatsächlich funktioniert. Und dann müssen die Ressourcen des Unternehmens komplett hinein investiert werden in diese eine Nische und ich brauche die Ressourcen des Unternehmens zum Wachstum. Ist das, was wir heute zum Beispiel schon sehen, wo viele Unternehmen anfangen, ihre Digital Labs oder Ventures auszugründen? Das ist die erste Phase, das heißt, man erkennt einen Mangel an Bewegung, neue Dinge oder neue Geschäftsmodelle zu erkunden und dann, um das zu kompensieren, geht man nach draußen und gibt dort hoffentlich die Freiheit, ein exploratives Unternehmen aufzubauen. Nun wächst dieses Unternehmen in der ersten Nische erfolgreich und alle Forscher müssen weichen, weil für die habe ich keine Möglichkeit mehr. Ich muss in meiner Skala, in meiner Nische wachsen. Und dann kommen die funktionalen Experten, die wissen, wie es geht. Und es bleibt ein Management-Team von funktionalen Experten, die eigentlich immer recht haben und genau wissen, wie es geht. Und dann, wenn diese in der Reife ist, diese Organisation, dann sagt man, und jetzt sei kreativ, jetzt erfinde. Und das geht natürlich dann sehr schlecht. Aber was ist das Neue? Weil Führungsteams, das ist ja ein Begriff, den hätte man vor 10, 20 Jahren auch in jeder Managementliteratur finden können. Was ist genau das, worauf es jetzt ankommt bei diesen Führungsteams? Führung muss heute in schnellerer Frequenz und in klarerer Nachricht differenzieren können, wofür das Unternehmen existiert. Ja, Steve Jobs mit Think Different ist sozusagen das ultimative Beispiel, wo ich durch eine sehr klare Reason to Exist Aussage klar eine Differenzierung in die Mannschaft hineinbekommen kann, womit dann die zweite und dritte Ebene drunter sehr gut operieren kann und dann nachher versteht, unter welchen Bedingungen sie sich konform zu dieser Mission auch verhalten. Und neu ist das als zentrale Führungsaufgabe wahrzunehmen und nicht mehr heroisch alleine, sondern mit einem Führungsteam, das das Neue an dieser Mission und das Alte gut verbindet.
Hilf uns noch zu verstehen und einzuordnen, wie die Abgrenzung, die du auch in den verschiedenen Interviews immer wieder benutzt, das Thema präskriptiv, deskriptiv. Wie passt das in diesen Kontext? Also wenn ich deskriptiv verstanden habe, geht es im Präskriptiven darum, auszudifferenzieren, was muss ich denn jetzt machen als Führungskraft. Ja, den Wunsch nach Führung und den Wunsch, Führungsfunktionen zu haben, gibt es ja weiterhin. Und dann gibt es ein paar Handreichungen, die ich da gerne mitgeben möchte. Erstens, sich als Organisation, aber auch als Vorstand, als Führungskreis ein Bild zu machen, was ist unser Leadership Compendium? Das heißt, explizit zu beschreiben, was macht gute Führung bei uns aus. Die zweite wichtige Handreichung ist es, dafür zu sorgen, Feedback über alle Prozessstufen und Feedbackstufen und Führungsstufen hinweg einzurichten, die dem Führungssystem die Möglichkeit geben, zu verstehen, führen wir richtig. Ja, und tun wir es in diesen beiden Ästen, forschend, aber auch skalierend, richtig. Das heißt, du forderst auch neuer Einsatz neuer Technologien, neuartiger Denkwege, weil unter Feedback, da verstehen viele vielleicht noch 360 Grad oder ein Feedbackgespräch, aber du denkst da wesentlich weiter. Genau, das ist eigentlich schon Handreichung Nummer 3. Das heißt, den Veränderungsprozess und auch den Führungsprozess als agilen Prozess zu begleiten, der nicht darin besteht, eine Situation unfreeze, change und dann wieder freeze, sondern das ist ein agiler Prozess, wo ich dauernd wieder Aufgaben für mich, für die Weiterentwicklung in den Backlog hineinschiebe und auch abarbeite und das sozusagen kontinuierlich als Weiterentwicklungsmodell zu begreifen, das ist das, worauf es da jetzt ankommt. Vielen Dank für das sehr spannende und facettenreiche Gespräch, Engelbert. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar spannende Einblicke bieten und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank.